Hallo und willkommen zurück. Schön, dass du wieder für eine gemeinsame Erkundung am Start bist. Hallo auch von meiner Seite. Heute tauchen wir zusammen in eine, ganz alltägliche Situation ein. Den Einkauf im deutschen Supermarkt. Unsere Quelle dafür ist eine kleine Geschichte namens Mias Einkauf. Genau, ein kleiner Text, der uns da durchführt. Und unsere Mission für dich ist es, die wichtigsten Wörter und Sätze herauszufiltern, die du brauchst, um dich dort zurechtzufinden. Ja, vor allem, wenn du gerade Deutsch auf dem, sagen wir, A2 oder B1-Niveau lernst. Genau, wir schauen uns an, wie Mia das so meistert und was was du daraus lernen kannst. Der Text begleitet Mia von ihrer Einkaufsliste bis zum Bezahlen an der Kasse. Also wirklich der ganze Prozess. Einmal komplett durch. Stell dir vor, du stehst gleich selbst im Gang eines deutschen Supermarkts. Was sagst du, wenn du was Bestimmtes suchst, den Preis wissen willst oder bezahlen möchtest? Wichtige Fragen auf jeden Fall. Genau das wollen wir uns jetzt anhand von Mias Beispiel ansehen. Okay, lass uns das mal genauer unter die Lupe nehmen. Los geht's. Also, Mia startet ihren Einkauf ziemlich organisiert. Sie hat eine Einkaufsliste. Das ist schon mal der halbe Weg, oder? Absolut, diese Einkaufsliste ist Gold wert. Ist nicht nur eine Gedächtnisstütze, sondern hilft auch, strukturiert vorzugehen. Man kauft gezielter ein und vermeidet vielleicht unnötige Ausgaben. Wobei auf Mias Liste auch ein bisschen Schokolade steht. Ja gut, die Schokolade ist wahrscheinlich eine geplante Ausnahme. Kenn ich nur zu gut. Aber da stehen auch ganz normale Sachen drauf. Brot, Käse, Tomaten, Äpfel, Milch, Reis. Typische Alltagsprodukte eben. Eben. Das zeigt ja schon, worum es geht. Der ganz normale Wocheneinkauf. So, und bei den Äpfeln wird's dann konkret. Mia sieht welche, die ihr gefallen und geht direkt auf einen Verkäufer zu. Sie fragt klar und deutlich, wie viel kostet 1 Kilo Äpfel? Ja, das ist wirklich eine Kernfrage. Wie viel kostet, ist universell einsetzbar. Hier bei den Äpfeln ist dieses pro Kilo wichtig, weil es lose Ware ist. Das kennst du ja auch von Gemüse oder manchmal Fleisch an der Theke. Stimmt. Und die Antwort vom Verkäufer ist auch direkt. Die kosten 2,50 € pro Kilo. Genau. Interessant ist hier auch, wie direkt Mia fragt. Also für das A2-Niveau ist Mias Version: Wie viel kostet 1 Kilo Äpfel? Perfekt. Kurz, klar, verständlich. Man könnte auch anders fragen, oder? Ja, klar. Vielleicht etwas weicher formuliert. Was kosten denn die Äpfel? Oder können Sie mir sagen, was die Äpfel kosten? Aber Mias Satz ist super. Und ihre Reaktion ist genauso klar. Sie sagt, okay, dann nehme ich 1 Kilo bitte. Kein langes Hin und Her. Genau diese Formulierung, dann nehme ich. Die ist typisch. Sie signalisiert eine feste Kaufabsicht. Okay. Das ist sehr effizient und im Deutschen absolut gebräuchlich. Es zeigt, du hast dich entschieden. Also nicht unhöflich oder so. Nein, überhaupt nicht. Vor allem mit dem Bitte am Ende. Das ist wichtig für die Höflichkeit. Wenn du als B1-Lernender vielleicht etwas vorsichtiger klingen möchtest, könntest du auch sagen, ich würde dann gern 1 Kilo nehmen, bitte. Ah, okay. Oder einfach 1 Kilo davon, bitte. Aber Mias Satz ist absolut korrekt und wird überall verstanden. Gut zu wissen. So, weiter geht die Reise zur Käsetheke. Das ist ja oft so ein Ort, wo man spezifischer werden muss, finde ich. Stimmt. Nicht einfach nur Käse, sondern welcher, wie viel, wie geschnitten. Genau. Mia meistert das aber gut. Sie sagt, ich hätte gern 200 Gramm Gouda, bitte. So, und hier haben wir die nächste wichtige Formulierung, ich hätte gern. Das ist der Konjunktiv 2 von haben und eine sehr höfliche Art, einen Wunsch zu äußern.
Viel besser als ich will, was oft, als unhöflich empfunden wird. Okay, also ich hätte gern ist die sichere Wahl. Ja, oder auch ich möchte, aber ich hätte gern ist vielleicht noch einen Tick höflicher, gerade an Theken. Das ist also eine super Wahl. Und die Mengenangabe ist wichtig, sagtest du. 200 Gramm. Ja, essentiell an der Theke. Anders als im Supermarktregal, wo alles abgepackt ist, musst du hier sagen, wie viel du möchtest, Gramm oder manchmal auch Stück, je nachdem. Und die Präzision geht ja weiter. Die Verkäuferin fragt nämlich zurück, möchten Sie den Käse in Scheiben oder am Stück? Auch das ist ein Klassiker, oder? Ja, absolut. In Scheiben bedeutet vorgeschnitten, klar. Und am Stück heißt als ganzes Teil. Wichtiger Wortschatz. Total. Sonst kriegst du vielleicht so einen großen Klotzkäse, obwohl du nur dünne Scheiben für dein Brot wolltest. Kenn ich. Manchmal gibt's doch auch gewürfelt oder gerieben. Genau, je nach Käsesorte und Theke. Gut, dass du diese Unterscheidung kennst. Mia entscheidet sich für in Scheiben bitte. Aber sie ist noch nicht fertig an der Käsetheke. Sie wird zur Schnäppchenjägerin und fragt, und haben Sie auch Camembert am Angebot? Clever. Das ist wirklich clever, ja? Zeigt, dass sie nicht nur ihren Plan abarbeitet, sondern auch auf Gelegenheiten achtet. Mhm. Die Frage, haben Sie Produkte im Angebot oder allgemeiner, ist Produkte im Angebot, kann sich echt lohnen. Man sieht ja auch oft Schilder Sonderangebot oder Aktion. Genau. Es lohnt sich, danach Ausschau zu halten oder eben aktiv zu fragen. Und sie hat Glück. Die Verkäuferin bestätigt, ja, diese Woche ist Camembert im Angebot 1,99 € statt 2,50 €. Ah, da haben wir's. Da haben wir direkt den Preisvergleich mit diesem kleinen, aber feinen Wort statt. Genau. Im Angebot signalisiert reduzierter Preis. Und statt zeigt dir den Unterschied zum ursprünglichen Preis an. Das hilft natürlich sofort zu erkennen, wie viel man spart. Exakt. Das ist natürlich eine gute Motivation zuzugreifen. Für dich ist das wichtig zu verstehen, um einschätzen zu können, ob sich das Angebot wirklich lohnt. Mias Reaktion ist dann auch keine Überraschung. Sie sagt, super, dann nehme ich auch einen Camembert. Zack. Wieder diese klare Kaufentscheidung mit dann nehme ich. Man merkt, sie fühlt sich sicher in dem, was sie sagt. Ja, das ist ein gutes Zeichen. Diese wiederholte Verwendung von dann nehme ich zeigt eine gewisse Routine und Selbstsicherheit. Mhm. Für dich als Lernenden ist es toll, solche festen Wendungen parat zu haben. Das reduziert die Nervosität und macht die Kommunikation einfach flüssiger. Okay, nächste Station, das Brotregal. Hier steht Mia nun und überlegt. Sie hat eine klare Vorliebe, die sie auch äußert, also für sich oder vielleicht auch leise. Ich mag dunkles Brot. Das stimmt. Die Struktur ich mag plus Substantiv ist unglaublich vielseitig und nützlich im Alltag, nicht nur beim Essen. Stimmt. Ich mag Kaffee, ich mag diesen Park. Ich mag deutsche Musik. Einfach und direkt. Eine Alternative, vielleicht etwas formeller, wäre ich bevorzuge dunkles Brot. Aber ich mag ist perfekt für den Alltagsgebrauch. Sie findet dann ein Vollkornbrot, das ihr zusagt, aber der Preis von 3,20 € erscheint ihr ein bisschen teuer. Mhm. Sie scheut sich nicht, den Preis für sich zu bewerten. Das ist ja auch ein normaler Teil des Einkaufsprozesses. Man vergleicht und bewertet. Und die Formulierung ein bisschen teuer ist dabei eine, nette Abschwächung. Wie meinst du das? Statt nur, das ist teuer zu sagen, was vielleicht etwas abrupt klingen könnte, mildert ein bisschen die Aussage ab. Ah, verstehe. Das ist eine Nuance, die im Deutschen oft verwendet wird, um Kritik oder negative Bewertungen höflicher zu gestalten. Genauso könntest du sagen, das ist nicht ganz billig.
Oder das ist recht preisintensiv, wenn man es schicker will. Genau. Aber ein bisschen teuer ist sehr gebräuchlich. Guter Punkt. Mia schaut sich also weiter um und findet ein anderes Brot für 2,50 €, das ihr besser passt. Ihre Entscheidung fällt dann ganz kurz und knapp aus. Ich nehme das. Wieder diese direkte Art. Ich nehme das. Wenn die Wahl klar ist, braucht es oft nicht mehr Worte. Das zeigt Entschlossenheit. Klingt fast ein bisschen wie bei den Apfeln. Ja, genau. Man könnte auch sagen, dieses hier nehme ich oder ich entscheide mich für dieses Brot, aber Mias Variante ist die kürzeste und im Supermarkt absolut üblich. Und passt gut für A2-B1, oder? Absolut. Es unterstreicht wieder, wie wichtig klare, einfache Sätze für dieses Niveau sind, um effektiv zu kommunizieren. So, der Einkaufswagen füllt sich langsam. Jetzt fehlt nur noch der letzte Schritt, die Kasse. An der Kasse, das ist ja noch mal eine eigene kleine Welt. Mit eigenen Regeln und Floskeln, ja. Es beginnt oft freundlich, die Kassiererin sagt: Guten Tag, haben Sie alles gefunden? Das ist eine typische Höflichkeitsfloskel. Dient dazu, das Gespräch zu eröffnen und sicherzustellen, dass der Kunde zufrieden ist. Man muss da jetzt keine lange Geschichte erzählen. Nein, nein. Man erwartet keine lange Antwort. Ein einfaches Ja, danke oder Ja, alles bestens, danke, so wie Mia es macht, ist die perfekte Erwiderung. Okay. Dann kommt der spannende Moment. Die Summe wird genannt. Das macht zusammen 18,40 €. Mhm. Und Mia möchte nicht bar zahlen, also stellt sie die Frage, die heute wohl fast jeder mal stellen muss. Kann ich mit Karte bezahlen? Absolut essentiell. Obwohl Kartenzahlung in Deutschland immer weiter verbreitet ist. Ja, fast überall geht's, oder? Fast, aber eben nicht immer und überall. Es gibt immer noch kleinere Läden, Bäckereien oder Marktstände, wo es nicht selbstverständlich ist. Stimmt. Auf dem Wochenmarkt zum Beispiel. Genau, daher ist die Frage, kann ich mit Karte bezahlen oder auch nehmen Sie Kartenzahlung, sehr wichtig. Manchmal hört man auch noch, kann ich auch mit EC-Karte zahlen? Ach ja, die gute alte EC-Karte. Ja, der Begriff war lange gebräuchlich für die Debitkarte. Hier im Supermarkt ist das natürlich kein Problem. Die Antwort lautet natürlich. Und dann folgt oft eine kurze Anweisung. Das ist ja auch wichtig zu verstehen. Richtig, die Kassiererin sagt vielleicht, bitte Ihre Karte hier einstecken. Oder auflegen. Oder bitte hier auflegen, genau, wenn es kontaktloses Bezahlen ist. Oder bitte PIN eingeben, Das sind kurze, klare Imperative. die man kennen sollte. Ja, um den Bezahlvorgang reibungslos abzuschließen. Hier geht es wirklich nur darum, der Anweisung zu folgen. Nachdem die Zahlung durch ist, kommt oft die nächste Standardfrage: Möchten Sie den Bon, den Kassenbon, also? Mhm. Mia antwortet: Ja, bitte. Diese Frage nach dem Bon ist Routine. Ob man ihn braucht oder nicht, ist eine persönliche Entscheidung. Ja, bitte oder Nein, danke sind die Standardantworten. Manchmal braucht man den ja für die Garantie oder zum Umtauschen. Genau oder für die eigene Buchhaltung. Und Mia hat noch eine letzte Frage, die zeigt, dass sie sich mit den Gepflogenheiten auskennt. Und gibt es heute Rabattpunkte? Ah, die Rabattpunkte. Das ist wirklich ein, ziemlich typisch deutsches Phänomen. Erzähl mal. Viele Supermärkte und Drogerien haben Kundenbindungsprogramme, oft über eine Kundenkarte oder eine App. Ja, kenne ich. Payback und so. Zum Beispiel. Damit sammelt man bei jedem Einkauf Punkte, die man später gegen Prämien, Gutscheine oder eben Rabatte einlösen kann. Okay. Mias Frage, gibt es heute Rabattpunkte, ist spezifisch für solche Systeme. Eine allgemeinere Frage wäre, haben Sie eine Kundenkarte oder, wie wir es im Text auch als Übungsbeispiel haben Sie Rabatt? Was ist da der Unterschied? Rabatt und Rabattpunkte? Also Rabatt ist der allgemeinere Begriff für einen Preisnachlass. Wenn du danach fragst, fragst du nach einem generellen Preisnachlass.
Vielleicht, weil du viel kaufst oder auf ein besonderes Angebot hoffst. Verstehe. Wenn du nach Rabattpunkten fragst, willst du wissen, ob dein Einkauf für das spezifische Punktesystem des Ladens zählt. Ah, okay. Beides zielt auf einen Preisvorteil ab. Genau. Aber die Frage nach Punkten ist präziser auf das Kundenprogramm gemünzt. Mia bekommt ja auch eine positive Antwort. Ja, sie bekommen 5 Punkte. Super für Mia. Und dann, ganz am Ende, was natürlich nie fehlen darf, die Höflichkeit. Unbedingt. Mir sagt, perfekt, danke schön, schönen Tag noch. Und die Kassierin erwidert, danke Ihnen auch. Das gehört einfach dazu, oder? Absolut. Diese abschließenden Höflichkeitsfloskeln sind extrem wichtig für eine positive Interaktion. Schönen Tag noch. Schönes Wochenende, wenn's passt. Und die Antworten? Danke, Ihnen auch. Danke ebenfalls. Danke gleichfalls. Das sind feste Bestandteile des deutschen Alltags, nicht nur beim Einkaufen. Das zeigt gegenseitigen Respekt und hinterlässt einfach einen guten Eindruck. Zu Hause packt Mia dann zufrieden ihre Einkäufe aus und zieht ein positives Fazit. Sie sagt, heute war ein guter Einkauf. Ich habe frische Sachen und ein bisschen Geld gespart. Das fasst es ja schön zusammen. Nicht nur bekommen, was auf der Liste stand, sondern auch noch erfolgreich nach Angeboten geschaut. Genau. Und wenn wir uns jetzt nochmal die wichtigsten Sätze anschauen, die im Text auch als Übungsbeispiele genannt werden, sehen wir, wie nützlich die sind. Ja, die decken wirklich die zentralen Situationen ab. Lass uns das mal kurz zusammenfassen, quasi als Werkzeugkasten für dich da draußen. Okay. Preisfragen. Wie viel kostet das? Ganz allgemein. Oder eben spezifischer. Wie viel kostet ein Kilo Äpfel? Oder wie viel kostet dieses Stück Käse? Genau. Bestellen oder kaufen, aber höflich. Ich hätte gern. Das ist der Allrounder, besonders an Theken. Die sichere Bank. Alternativ auch mal, ich würde gern nehmen. Gut, dann nach Angeboten fragen. Ist das im Angebot oder haben Sie diesen Camembert im Angebot? Und auf das Wort Stadt achten. Wichtig für den Preisvergleich. Ja. Bezahlen. Kann ich mit Karte bezahlen? Die Frage aller Fragen. Absolut. Kassenbon. Die Frage kommt meistens zu dir. Möchten Sie den Bon? Deine Antwort: Ja, bitte oder Nein, danke. Einfach. Und zuletzt Rabatt oder Punkte. Haben Sie Rabatt als allgemeine Frage oder eben spezifisch für die Programme? Gibt es Rabattpunkte? Das sind wirklich die Bausteine. Was ich hier faszinierend finde, mit diesen wenigen, relativ einfachen Strukturen kannst du einen kompletten Einkauf bewältigen. Stimmt. Für das Niveau A2-B1 ist das doch extrem ermutigend. Es geht nicht darum, hunderte von Wörtern zu kennen, sondern die richtigen Werkzeuge für die jeweilige Situation parat zu haben. Also, was bedeutet das alles jetzt für dich? Einkaufen im deutschen Supermarkt ist kein Hexenwerk. Es erfordert ein paar spezifische Sätze, ja? Aber die sind lernbar. Genau. Mir hat uns gezeigt, mit einer guten Vorbereitung, Stichwort Liste, klaren Fragen und den richtigen Höflichkeitsformeln kommt man super durch. Und der wichtigste Tipp ist wirklich üben, üben, üben. Nicht nur die Sätze auswendig lernen, sondern versuchen, sie anzuwenden. Wie kann man das machen? Naja, vielleicht erst mal im Kopf, wenn du im Supermarkt bist. Einfach mal durchspielen. Was würde ich jetzt sagen? Oder du spielst die Situationen mit jemandem durch, mit einem Lernpartner oder so. Dieses aktive Anwenden baut Selbstvertrauen auf. Und das ist gerade auf dem A2-B1-Level entscheidend, um im Alltag sprachlich immer sicherer zu werden. Es geht darum, vom passiven Wissen zum aktiven Können zu kommen. Genau das ist der Punkt. Hier ist vielleicht noch ein kleiner Gedanke zum Mitnehmen für dich.
Wenn du das nächste Mal einkaufen gehst, egal wo auf der Welt, versuch doch mal, die Situationen gedanklich ins Deutsche zu übersetzen. Wie würdest du jetzt auf Deutsch nach dem Preis für dieses Obst fragen? Ah, gute Idee. Was würdest du sagen, um genau diesen Käse zu bestellen? Was wäre die passende Antwort an der Kasse? Sieh's als kleines Gehirnjogging für zwischendurch. Eine super Übung, um das Gelernte präsent zu halten. Das war unsere heutige gemeinsame Erkundung von Mias Supermarktabenteuer. Danke, dass du dabei warst und mit uns eingetaucht bist. Ja, danke auch von mir. Hat Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.